Ein neuer Tag und ein neues Land. Wir sind aktuell noch in Bulgarien und fahren jetzt in den nächsten 10 Minuten nach Rumänien über die Grenze. Nehmen dich mit, wie das Ganze funktioniert und ob es irgendwelche Probleme gibt. Und ja, sind schon sehr gespannt auf die Grenze und vor allem auf das Land Rumänien. Und damit grüezi, servus und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Like unbedingt das Video, abonniere unseren Kanal und schreib einen netten Kommentar. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Die unfreundlichste Grenze in unserem ganzen Leben. Man muss hier 6 Euro oder 12 Lever für die Brücke bezahlen. Das geht nur in Cash. Das haben wir jetzt irgendwie dann geschafft gekriegt. Weder Dokumente für das Auto oder sonst irgendwas wollten sie sehen. Und jetzt fahren wir über die Brücke nach Rumänien. Was wir jetzt nicht so genau wissen, wir stehen jetzt vor der rumänischen Grenze im LKW-Stau. Aber eigentlich könnten wir die alle überholen. Was meinst du? Ja. All cars. Andere Länder, andere Sitten. Aber jetzt hat alles gut geklappt, es war einfach sehr forsch. Man musste an so einem Häuschen anhalten, dann waren da 2 drin, die haben das, was sie gemacht, was sie immer machen, also ID, Pass und die Fahrzeugpapiere mussten wir geben. Dann kam noch so ein Junge, der wollte vom Zoll noch reinschauen und es hat sie mega Wunder genommen, wo wir herkommen. Aus Bulgarien, woher sollten wir sonst kommen, weil wir sind ja über diese Brücke gefahren. Aber jetzt haben wir es geschafft und sind in Rumänien. Jetzt sind wir hier in der Walachei angekommen. Da wollten wir immer schon mal hin. Und sonst ist nicht viel los hier. Spricht ja irgendwie für die Walachei. Das Coole in Rumänien ist, man darf offiziell frei stehen, außer in Naturparks und da, wo es offiziell verboten ist. Das werden wir natürlich genießen, wenn das Wetter so bleibt. Wir hatten heute wieder 31 Grad, dann glauben wir, haben wir hier einen traumhaften Trip durch dieses Land vor uns. Also bis jetzt Daumen hoch für Rumänien. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben unsere erste Nacht hier in Rumänien wunderbar geschlafen. Stehen eine Dreiviertelstunde vor Bukarest, der Hauptstadt, und heute soll es am Nachmittag ein heftiges Gewitter geben. Ja, momentan ist irgendwie hier ganz schlimm mit dem Pollen. Also wenn du Pollenallergikerin bist, dann kennst du das, wenn du dich auf Regen freust. Genau, und darum haben wir gedacht, wir gehen heute mal wieder unsere Wäsche waschen, weil das soll ein Waschsalon sein und das ist jetzt unsere erste Station. Zuerst müssen wir noch irgendwie Geld organisieren, weil das irgendwie nicht so kartentechnisch einfach sein soll. Wir sind gespannt, wie das alles funktioniert und haben dann heute wieder eine neue Währung. Wie cool! Patricia ist am Waschen.
Wir sind mitten in der Innenstadt. Es ist absolut ein heilloses Verkehrschaos hier. Allgemein, die Stadt ist gar nicht so einfach zum Fahren. Aber irgendwie stehen hier einfach alle auf der Straße, parken hier. Es scheint sich auch irgendwie niemand dran zu stören. Und wir haben jetzt einfach gedacht, wir bleiben auch mal eben hier stehen. Es fahren zwar Straßenbahn, Müllabfuhr, Taxi, alles. Aber irgendwie ist das hier bis jetzt zumindest ganz gechillt. Also hoffen wir, dass wir unsere Wäsche gewaschen kriegen und dann irgendwo gut hinfahren können. Puh, wir sind mitten in Bukarest und eins muss ich sagen, das ist Next Level. Wow. Also wir waren ja schon in einigen Städten, unter anderem Istanbul. Und Istanbul war selbst nicht so krass, was Verkehr angeht. Also, puh. Wenn das Navi 25 Minuten für 6 Kilometer anzeigt, dann weißt du, dass du in einer Stadt bist. Guten Morgen, das Gewitter hat sich verzogen. Es ist zwar merklich kühler geworden als gestern, wir kriegen keine 31 Grad mehr, was aber auch gut ist für eine kleine Stadtbesichtigung hier in Bukarest. Und das wollen wir heute mal angehen. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Es ist ein bisschen größer als Sofia, von daher werden wir wahrscheinlich einige Parkplätze anfahren. Wir sind gespannt. Wir sind jetzt hier beim Palast des Volkes. Das ist das zweitgrößte Gebäude auf der ganzen Welt und das größte Gebäude in Europa mit einer Fläche von 365.000 Quadratmetern. Hinter mir siehst du die Galerie, die ist 150 Meter lang. Das Gebäude hat über 5.100 Räume und es wurden über 150.000 Glühbirnen verwendet. Diese werden jetzt nach und nach ausgetauscht, weil nämlich vor einigen Jahren die Stromrechnung über 1,7 Milliarden Franken war oder Euro war. Und man sagt, dass etwa 20.000 Arbeiter für den Bau dieses Gebäudes zuständig waren und um die 500 bis 700 Architekten. Und das gehen wir jetzt anschauen. Das wird wohl leider doch nichts. Es gibt keinen freien Eintritt mehr. Man kann nur noch mit geführten Touren durchlaufen. Die nächste ist erst irgendwie um 4 Uhr gegen Abend. Also sparen wir uns das. Schade. Ceausescu hat dieses Gebäude gebaut, der damalige Diktator von Rumänien. Und es ist halt sehr umstritten. Er hat, um dieses Gebäude zu bauen, über 40.000 Häuser und diverse Kirchen plattgestampft, um so einen Prachtbau hier hinzustellen. Es soll innen drin wirklich aussehen oder war inspiriert von Louis XV, dem französischen König. Wir haben Versailles schon besucht, darum schauen wir uns jetzt einfach eine Kirche an. Übrigens noch Fun Fact, dieses Gebäude ist viel zu schwer und es sinkt pro Jahr um 4 cm, weil es einfach zu schwer ist. Wir sind jetzt hinter den Parlamentspalast gelaufen und hier ist die Nationalkirche. Die ist bis zu 120 Meter hoch und ist bekannt für seine riesige Kuppel. Sie ist aber noch im Bau. Der Bau hat im Jahr 2010 gestartet und sollte eigentlich im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Nichtsdestotrotz haben sie die Kirche im November 2020 eröffnet, habe ich zumindest gelesen. Anschauen von innen kann man sie leider noch nicht. Wir haben hier vor dem Parlamentspalast geparkt und das Ganze funktioniert mit einer App. Entweder man schreibt eine SMS-App oder es gibt auch einen QR-Code zum schnellen Bezahlen. Und wir haben den QR-Code gewählt und das geht super easy. Kannst du wählen, ob du 1, 2, 3, wie viele Stunden du möchtest, dein Fahrzeug, Autonummernschild eingeben und dann bezahlen per Karte. Heute war es eine kurze Stadtbesichtigung. Wir sind auch gar nicht böse, weil es ist nur 8 Grad draußen, keine 30 mehr. Jetzt haben wir gedacht, fahren wir wieder in die Natur.
Bukarest hat es uns irgendwie nicht so gegeben. Wir fanden jetzt Sofia viel, viel schöner oder heimeliger, kleiner. Hier ist so wirklich der Metropolencharakter. Und darum haben wir jetzt entschieden, wir fahren raus aus dieser Stadt. Eine Stunde außerhalb von Bukarest. Es war Verkehrschaos pur. Stehen wir vor einem Kreisverkehr mal wieder im Stau. Und es wird plötzlich Nacht, weil es kommt irgendwie ein Riesensturm auf uns zu. Und wir sind jetzt mal gespannt, wie wir da durchkommen. Mann, oh Mann, oh Mann, was für ein Tag. Es war streng. Alles nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Nee, wir waren schlussendlich irgendwie 5 Stunden auf Stellplatzsuche und haben jetzt Was Schrebbeliges gefunden. Also Rumänien muss man vielleicht auch erst ein bisschen reinkommen, werden wir sehen. Die Herausforderung ist auf jeden Fall das Wetter, oder? Weil es viele Stellplätze auf Wiese gibt. Ja. Das ist nicht das Problem, nur aktuell regnet oder hat geregnet. Und ja, es ist alles mega schlammig. Ich war mit Ari spazieren und Schuhe sehen aus. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen recherchieren, wo wir denn da am besten hinfahren können. Das ist das, was wir heute Abend machen, sofern wir noch mögen. Und morgen sieht die Welt schon wieder besser aus. Gut geschlafen haben wir und relativ spontan entdeckt, dass es hier eine riesengroße Salzsaline gibt. Und jetzt haben wir gedacht, wenn wir schon hier übernachtet haben, gehen wir das natürlich besuchen. Ist die Tür geschlossen während dem Fahren? Oh, du bist am Aufnehmen. Ich habe Simon gerade gefragt, ob die Tür echt geschlossen wird während dem Fahren, weil sie sieht ziemlich mitgenommen aus. Wir sind jetzt hier beim Salzbergweg Mina Unirea und es ist so, dass ein Bus darunter fährt, weil das über 200 Meter tief ist. Früher hat es noch einen Lift gehabt, einen Aufzug, aber mittlerweile war der wahrscheinlich so kaputt und so alt, dass es jetzt Kleinbusse gibt. Wie schon erwähnt, ist die Saline bis zu 200 Meter tief und hat eine Gesamtfläche von 78.000 Quadratmeter. Bisher wurden über 2,9 Millionen Tonnen Salz abgebaut und werden sogar heute noch abgebaut. Und wir haben sogar schon gesehen, dass man da vorne am Straßenrand etwas kaufen kann. Und jetzt noch ein bisschen zur Geschichte. Das Salzbergwerk wurde 1840 entdeckt und hat natürlich zu dieser Zeit ganz viele Arbeitsplätze geschaffen. Und mit der Zeit wurde dann das alles modernisiert durch diverse Geräte und Gerätschaften. Mittlerweile ist es für den Tourismus zugänglich, wobei einen kleinen Teil immer noch zur Salzgewinnung dient. So was Gigantisches habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ich meine, ich habe vorhin schon gesagt, 200 Meter, ja, ist bloß eine Zahl, aber wenn man hier drin steht, dann wow, zum Glück sind wir das anschauen gegangen. Und du glaubst es nicht, hier drin gibt es sogar ein Fußballfeld. Sonne ist heute keine da, unsere Batterie ist noch nicht voll. Jetzt fahren wir nur 26 Minuten und wir machen gerade 37 Ampere Strom. Das sollte ja eigentlich reichen, bis wir da sind. Und fahren jetzt 2 Stellplätze an, weil wir fürs Wochenende mal stehen wollen und suchen uns irgendwie was
sicheres, gemütliches. Gestern sind wir noch ein wenig in die Berge gefahren. Das ist dem Wetter geschuldet. Nicht unbedingt, weil das hier besser sein soll, sondern weil es eigentlich der einzige Teerparkplatz ist, den wir gefunden haben und stehen jetzt hier. Es ist normalerweise ein Skigebiet, aber jetzt ist natürlich nichts mehr los. Und warten hier, bis ein bisschen schöneres Wetter kommt. Ich war heute Morgen schon mal mit Ari spazieren und wir sind hier im Bärengebiet und ich habe eine Bärentatze gesehen. Patricia glaubt es mir nicht und jetzt gehen wir nochmal los und gucken, ob wir vielleicht noch eine zweite Bärenspur finden. Wir sind wieder zurück vom Spaziergang und wir haben zum Glück keine Bärentatzen mehr gesehen, weil vorhin da Quads hochgefahren sind und ein kleines Bächlein dort durchfließt. Schon wieder über eine Woche sind wir in diesem wunderschönen Land. Haben vieles erlebt, waren unter anderem in Bukarest. Genau, das ist eine Stadt mit ziemlichen Herausforderungen, für uns zumindest gewesen, weil sie einfach viel größer war als alles andere, was wir bis jetzt erlebt haben. Und hatten ein bisschen Schwierigkeiten wegen den Stellplätzen, wegen dem starken Regen. Und die Wetteraussicht für die nächste Zeit sieht auch nicht gerade so rosig und sonnig aus. Also es bleibt noch spannend, was für wunderschöne oder eben nicht so wunderschöne Stellplätze wir finden werden. Genau, wir sind gespannt, was wir alles erleben. Abonniere unbedingt unseren Kanal. Gib dem Video ein Like. Schreib einen Kommentar unten und lass ganz viel Liebe da. Wir fahren jetzt nach Transsilvanien. Zu Dracula. Genau. Hoffentlich werden wir das überleben. Dann heißt es bis zum nächsten Mal. Tschüss.